Ja. Ja, ja. Hallo. Ja, hallo. Jetzt gibt's Löcher im Bauch, ne? Ja. Fragen über Fragen, die wir hoffentlich beantworten können. Richtig. Du hast nämlich einen riesen Klumpatsch an Fragen zusammengesammelt, ja, den ihr da draußen an uns habt. Und weil die Fragen teilweise sehr häufig immer wieder gestellt werden, haben wir das FAQ genannt. Das heißt, das Konglomerat von Sachen, die sich häufig wiederholen oder auch die vielleicht, keine Ahnung, jetzt akut sind und so weiter, hast du ein Sammelsurium zusammengestellt. Genau, normalerweise ist es ja so, dass dass wir jede Folge eine Frage beantworten, aber da ist doch schon dann immer wieder mehr zusammengekommen, sodass wir gedacht haben, es lohnt sich tatsächlich, so eine Folge zu gestalten. Und deswegen würde ich sagen, wir hauen einfach mal rein. Hau rein. Ja, mal gucken, was die Leute so von uns wissen wollen. Die erste Frage, die haut schon voll rein. Warum haben wir es bisher eigentlich nie so gemacht, dass man so Safe Games von einem Spiel in ein anderes übertragen kann? Wir hatten ja öfter mal Spielereien. Und was bedeutet das eigentlich, so ein Safe Game zu übertragen? Ja, hast mich jetzt aber kalt erwischt, du. Ja, die erste eine Frage voll mies, ne? Ja, die ist echt mies. Ja. Also, man kann das machen, aber es bedeutet unheimlich viel Aufwand. Viele Sachen zu berücksichtigen. Also wir machen Spiele, wo man sehr viele Sachen entscheiden kann. Ja. Und zwar, man hat sehr viele Sachen, ist man freundlich zu jemandem, ist einer ein guter Freund oder nicht, oder ist irgendwie lebt einer, ist einer tot, ist man den einen Weg gegangen, den anderen Weg und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele unterschiedliche Dinge, die passieren können. Und die alle abzubilden und die abzufragen, hat so ein bisschen so ein Schneeballprinzip. Ja. Ne? Das heißt, wenn man dann erwartet, dass den Weg, den man einschlägt, dass der dann auch tatsächlich im nächsten Spiel, in einem nächsten Teil oder so, immer wieder Konsequenzen hätte und halt immer und so weiter, da muss man tatsächlich jeden dann auch mit berücksichtigen. Ja, und wir haben dann immer gemerkt so, ne, vor allem in der Risen-Reihe war das so, dass wir viele Sachen, wenn wir die erzählen oder so, sich gar nicht gelohnt hätten. Ja, wenn man die tatsächlich irgendwie unterschiedlich gewichtet hätte, weil nämlich die meisten Leute ja doch eine ganz bestimmte Richtung gegangen sind, ja, und das war dann so der Default-Weg, so haben wir den immer genannt, der mittlere Weg, 90% der Leute machen das, und den haben wir dann auch weitererzählt. Und das hat sich dann auch gelohnt, sich darauf zu konzentrieren. Es gibt größere Teams, die x-mal größer sind als wir, ja. Und das muss man einfach dazu sagen. Die haben auch sehr viel mehr Manpower dann reingesteckt, tatsächlich diese ganzen Sachen dann abzufangen und auch sehr pfiffig umzusetzen teilweise. Ne? Das heißt, dass eine Person, die, ne, bei Mass Effect beispielsweise haben die das gemacht. Ne? Du kannst zum Beispiel Rex retten im ersten Teil oder nicht. Und im zweiten Teil hast du so einen Rex-Ersatz, so einen in-vitro künstlichen Kroganer. Ja, ihr kennt das Spiel wahrscheinlich, wovon ich rede. Und dann gibt's dann irgendwie den Anführer unten im, keine Ahnung, auf irgendeinem Planeten und so. Und entweder ist es jetzt der Rex vom Mehrling-Teil und wenn der noch lebt, dann ist das halt der Rex oder es ist halt irgendwie ein anderer. Aber der Dialog ist dann fast auch der gleiche. Da wird ein bisschen gekungelt und so weiter. Da wird aber sehr viel Arbeit reingesteckt, diese Kungeleien zu machen und sich nicht auf die Geschichte zu konzentrieren, sondern immer mit einer Hand auf dem Rücken solche Dinge umzusetzen. Genau. Wir waren immer der Meinung, das lohnt sich nicht. Richtig. Das macht das Spiel eher schlechter als besser, wenn man sowas machen kann. Genau, du kannst da nämlich unwahrscheinlich viel falsch machen. Wenn du nämlich an der Stelle nicht hinreichend schön diese Verzweigungen und Auswirkungen auch darstellst, dann hast du sehr, sehr viel Entwicklungszeit in diesen Kram hineingesetzt und trotzdem ist der Spieler am Ende damit unzufrieden, weil er vielleicht mehr erwartet hätte. Aber da, wo du eigentlich deine Zeit investieren müsstest, nämlich eine neue, schöne, spannende Geschichte erzählen oder eine alte, schön und spannend weiterzuerzählen, da fehlt es dir dann an Zeit. Und dann fragt man sich, was möchte man denn jetzt haben? Was erwartet man denn eigentlich von diesem Spiel? Und dann lieber irgendwie direkt sagen, nein, du kannst dein Safety Game nicht übertragen, aber dafür erzählen wir dir oder bieten dir eine tolle Geschichte mit neuen Konsequenzen und du weißt auch nicht, was auf dich zukommt, anstatt zu sagen, wir halten uns damit auf, Kleinigkeiten irgendwie möglich zu machen, wo du sagst irgendwie, der war jetzt tot, der war noch am Leben, deswegen guckt er mal kurz in die Kamera und dann verschwindet er wieder und solche Spielereien. Das ist viel Kleinkram und auch Gefake, weil du ja eigentlich doch eine große
Und das ist ein bisschen unbefriedigend auch für denjenigen, der sagt, gut, jetzt habe ich eben, also es kann man machen, aber es lohnt sich einfach. Das ist auch nicht so einfach. Und zwar, wie viel Geld landet bei einem Vollpreistitel am Ende bei euch? Oder kann man das mit dem Publisher dazwischen gar nicht mehr so sagen? Ja, ja gut, wie viel Geld, ne? Ja. Also ganz pauschal über Geld zu reden ist schwierig, ja. Aber der Publisher ist derjenige, der am meisten ins Risiko geht. Der bezahlt uns als Entwickler für Milestones und sagt, er geht in Vorkasse und geht das größte Risiko ein, finanzielle Risiko. Mhm. Dann hat der auch das Anrecht auf das meiste Geld, was das Ding einspielt. Mhm. Denn für unsere Entwicklung, das heißt das, was wir machen, kriegen wir ja schon unser Geld. Unsere Marge. Ne? Also unseren Lohn sozusagen. Das heißt... Wie ein normaler Angestellter. Wie ein ganz normaler Angestellter so, ja. Kann man so sehen, wenn man unabhängig ist, ist das so, wenn man jetzt wie wir dazugehört, ne, zur Embracer Group und zu THQ Nordic, ist es eigentlich ähnlich. Ne? Das ist gar nicht so unterschiedlich. Die meiste Kohle, die da erwirtschaftet wird, die landet erstmal auf einem großen Haufen und jeder bekommt ein bisschen davon. Und da gibt's halt bestimmte Prozente, da muss erstmal der Break-Even erreicht werden, das heißt, es muss erstmal schwarze Zahlen schreiben, das Projekt. Vorher gibt's überhaupt keine Verteilung, sondern da werden erst einfach mal die Kosten aufgefangen, die das Ding in der Entwicklung, in der Werbung oder sonst wie irgendwie angehäuft wurde. Ne? Middleware bezahlen und ne, die Engine-Erweiterungen und diesen ganzen Kram. Und dann, irgendwann, wenn die Kohle übrig bleibt, dann einigt man sich eigentlich vorher vertraglich darauf, ja, mit dem Publisher, mit dem Geldgeber, wie viel Prozent, wenn man ab da dann schwarze Zahlen schreibt, das heißt den Gewinn einfährt. Wie viel Prozent kriegst du und wie viel kriegt der Entwickler? Ja. Und das ist immer hochgradig unterschiedlich. Ja. Das ist von jedem Team anders, das ist bei jedem Publisher anders, das ist bei jedem Titel anders. Ja, das kann man gar nicht sagen. Mhm. Man könnte da pauschal irgendwie Prozente hinschreiben oder so, aber zumindest kann man sagen, in den Verhandlungen, also je mehr du ins Risiko gehst bei dem Projekt, ja, desto mehr bleibt am Ende auch bei dir hängen. Ja. Das könnte man schon sagen, ja, weil das macht bei den Verhandlungen ja auch Sinn. Es gab auch Projekte, wo wir tatsächlich auch selbst mit eigener Kohle mit reingegangen sind, um genau diese Zahl, ne, den Gewinn nachher am Ende zu erhöhen, genau, und solche Dinge. Ja, das heißt, das ist immer ein Modell und das ist immer maximal unterschiedlich. Deswegen ist das schwierig, hier Zahlen zu nennen. Mhm. Da fragt einer, ob wir Stalker gespielt haben und ob uns das beeinflusst hat. Stalker ist für mich immer so der kleine Bruder der Fallout-Reihe gewesen. Mhm. Ne? Und das war halt auch, das eine spielt in Amerika, das andere spielt jetzt hier auf unserem Kontinent, in Europa, in Russland und oder halt so, ne, im Osten von uns hier. Und ich habe das gespielt, ja. Hat mich das beeinflusst? Ganz bestimmt. Mehr beeinflusst, glaube ich, hat mich aber Fallout. Muss ich ganz klar sagen. Ne? Könnte ich eh nicht beantworten. Ich habe es versucht. Stalker, das Setting fand ich unwahrscheinlich spannend, ja, und toll gemacht. Mir war das Spiel, aber muss ich ehrlich sagen, einfach zu schwer. Das ist schwer, ich habe es nicht geschafft. Ja. Nächste Frage. Warum gibt es eigentlich, auch eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, keinen Merch zu kaufen? Ja. Das mit dem Merch ist so eine Sache der Nachfrage, ja? Und wir sagen dann immer gerne, je häufiger Menschen nach Merch fragen, desto wahrscheinlicher wird es, dass es Merch gibt, weil es sich dann vielleicht irgendwann lohnt, den herzustellen. Dann fragt nicht uns, weil wir können den nicht herstellen, sondern fragt THQ Nordic. Geht den ordentlich auf den Sack. Schreibt denen irgendwie in Massen immer wieder, und dann wird ihr das wollt auch was kaufen, genau, ja, und dann kommen die vielleicht irgendwie auf die Idee, Mensch, jetzt haben uns aber so viele Leute gefragt, vielleicht sollten wir da tatsächlich mal was produzieren, dass sich das auch lohnt, das zu verkaufen, und dann hoffen wir, dass es da auch ein bisschen was Schönes gibt. Also so wie Lance Henriksen jetzt sagen würde, das hört sich blöd an, funktioniert aber. Ne? Ja. Nächste Frage. So. Würde ich auch kaufen. Ja. Weil man hat ihn gefragt, ob es nicht noch eine vierte Staffel von Millennium gibt, hat man Lance Henriksen gefragt. Und er hat genau das Gleiche gesagt. Geht ordentlich dem Filmproduzenten auf den Sack. Ne? Das ist das Einzige, wie das funktioniert. Ja, hat bei denen leider nicht gereicht. Hat bei denen nicht funktioniert, ne.
Finde ich auch eine interessante Frage. Wie kommt man darauf? Bekommt ihr als Entwickler vieles gratis zum Testen? Also, wir sind eigentlich mit den Publishern immer so gut gestellt gewesen, dass wenn wir ein Spiel haben wollten, was dann auch von dem entsprechenden Publisher produziert wird, muss man ja sagen, sagt man produziert, ne? Oder gepublished wird, ja, dann hatten wir da auch Zugriff drauf. Und wenn wir Interesse dran hatten, hat sich ein Publisher auch nie lumpen lassen, uns dann auch irgendwelche Keys oder Versionen zur Verfügung zu stellen. Genau. Das muss man einfach, als Entwickler hat man da schon den Vorteil, beim eigenen Publisher an diese Spiele, die der rausbringt, dann dran zu kommen. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, aber auf der anderen Seite, ich finde es interessant, wie kommt derjenige auf diese Frage? Gratis Spiele zum testen. Also wir testen ja nichts. Das heißt, es gibt jetzt nicht sowas wie irgendwie, Mensch, die neuen Nvidia-Karten kommen raus, jetzt kriegt Piranha Bytes mal irgendwie so 20, dann können die mal testen. Das wäre richtig geil, ist aber überhaupt nicht so. Nee. Es gibt vereinzelt mal, aber das passiert auch sehr selten, Leute, die vielleicht ein neues Feature rausbringen wollen, wie zum Beispiel, es gab mal eine Zeit lang diese leuchtenden Tastaturen zum Beispiel. Von Razer. Ja, und dann sagt irgendwie so ein, hättet ihr Interesse mit eurem Spiel, das zu supporten? Dann haben wir eine Kooperation mit denen gemacht. Und dann kann man das machen. Und ne? dann blinkten die Tastaturen von Razer. Ja. Ne? Ja. Aber da muss man halt tatsächlich gucken, lohnt sich der Aufwand, ist das fehlerfrei, funktioniert das dann Aber wir auch? haben tatsächlich eine Kooperation mit den entsprechenden Hardwareherstellern, dass wir zumindest immer ein Ding bekommen tatsächlich. Ne? Und zwar derjenige, der sich darum kümmert, ob die Karte kompatibel ist oder nicht, ja, hat dann eine Anfrage gestartet und meistens sind wir dann auch immer bedient worden. Das heißt, wir haben das dann gekriegt für die Entwicklung entsprechend. Genau. Aber so diese großen, ne, hier Kiste so, mach mal oder so. Klassischerweise vom eigenen Publisher gibt es das tatsächlich. Ja? Werden wir auch in der nächsten Rutsche auch mal ein paar Sachen hier mal präsentieren, in die Trophy-Box packen, weil wir haben nämlich einen großen Klumpatsch von unserem Publisher bekommen. Die stellen wir mal vor hier. Das kann schon vorkommen, ja. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Wie geht man es konzeptionell an, einen Titel gleichzeitig für die Current Gen als auch für die neue hardware-seitige Möglichkeiten zu entwickeln, die erst Jahre später kommen? Ja. Konzeptionell. Also spielinhaltlich, oder wie? Ich glaube, so ist die Frage nicht gemeint. Nee, sondern, weil die Spiele sind ja eigentlich recht ähnlich ja, immer, ne? Sondern eher, wie kann man denn so vorausdenken? Wie kann ich jetzt so gut raten, dass das jetzt auf dem funktioniert, aber wenn ich in 3 Jahren rauskomme, auf dem auch funktionieren wird? Gar nicht. Das kommt einfach. Ja. Du weißt nicht, wie lange du brauchst mit deinem Projekt. Das ist schon mal das Erste. Du kannst raten. Du kannst sagen, okay, 3 Jahre, ne? Die sind ja jetzt auch schon länger dabei, ja, mit unserem aktuellen Projekt. Hat sich so erst nicht abgezeichnet. Hat man gedacht, wir wären schneller fertig. Das ist dann eine völlig andere Konstellation, eine andere Voraussetzung wäre das, könnt ihr euch vorstellen, ne, die sind gerade alle rausgekommen, die Next-Gen-Dinger und so weiter, als jetzt beispielsweise, wenn wir dann announcen und hast du nicht gesehen, ist wieder eine ganz andere Konstellation. Ja. Das heißt, das kann man nicht vorhersagen. Keiner weiß das, vor allem bei einem so großen Kahn, der so langsam fährt wie unser. Bei kleineren Spielen, die jetzt irgendwie eine Entwicklungszeit von einem halben Jahr oder sowas haben oder vielleicht ein bisschen größer oder irgendwie so in der Größenordnung, die haben das vielleicht ein bisschen schneller und konzeptionell dann auch schon irgendwie auf dem Schirm. Ne? Aber wir müssen immer darauf reagieren, was gerade passiert. Vielleicht kann man das so erklären. Und ob wir das dann auch hinkriegen, das ist auch nochmal die Frage. So, ne? Genau, du weißt ja, was du jetzt im Moment hast. Das heißt, du weißt zum Beispiel, wie irgendwie so eine Current Gen funktioniert, weil du vielleicht schon mal darauf entwickelt hast. Und du hast zum Beispiel verschiedene PC-Komponenten, du weißt, wie die funktionieren. Und darauf entwickelst du erstmal. Und dann gibt es halt neue Peripheriemöglichkeiten, von denen du entscheiden musst, nehme ich die hinzu oder nicht. Und darauf soll es dann auch laufen. Manchmal erleichtert einem das, ne? Man kann sich vorstellen, irgendwie das Spiel, wenn es zum Beispiel eine bessere
CPU hat, dann ist es darauf ja noch viel einfacher, als auf einer alten zum Laufen zu bringen. Und dann gibt es sowas wie Features, die einem zum Beispiel helfen. Zum Beispiel Features, mit denen du Speicher sparen kannst, wo du das Ding schneller machen kannst oder solche Sachen. Und alles, was neu hinzukommt, versuchst du dir dann anzueignen, um das alles kompatibel zu machen. Und irgendwann hast du ein Ergebnis. Mhm. Boah, das ist auch eine Frage, die muss man erstmal, die setzt Dinge voraus, die eigentlich so nicht sind. Ich lese sie trotzdem mal so vor, dann können wir ein bisschen erklären. Mhm. Wie geht ihr in der Entwicklung mit, in Anführungsstrichen, Hängern um? Beispiel, ihr habt mehrere Areale, die richtig Neißenstein sind, müsst die aber jetzt noch sinnvoll und am besten in gleicher Qualität wie die Areale selber verbinden. Euch fällt aber zum Verrecken kein Rätsel, Mechanismus oder Besonderheit mehr ein. Wie löst ihr das Pacing? Ja, das setzt ja voraus, dass du einfach mal irgendwas machst und das andere jetzt erstmal nicht. Das ist in der Realität ja nicht so. Das ist immer parallel. Genau, das heißt erstens, es gibt ja schon vorher ein Konzept dafür, in welchem Areal was ist. Und das existiert schon mal vorab auf Karten oder im Wiki während des Designs, deswegen macht man das ja. Und dann weißt du quasi vorher, welche Areale wie aussehen sollen im Groben. Und wenn die dann umgesetzt werden in der Engine, dann kann dir höchstens sowas passieren wie, das ist aber ein bisschen zu groß geworden. Eigentlich sollte das kleiner sein. Im Design war es kleiner irgendwie und dann kann man verschiedene Sachen machen wie, ach komm, dann machst du da hinten noch irgendwie so ein cooles Häuschen hin und tust da noch eine kleine Geschichte rein. Oder wenn die Zeit dafür nicht ist, dann machst du es eben wieder kleiner. Ja, also tust da einen fetten Felsen hin, so, jetzt haben wir wieder hier weniger Platz zum Laufen oder sowas in der Art. Also sowas könnte man machen, aber das A und O bei der Geschichte und dem Pacing und der Befürlegung ist die Vorarbeit, also das Design und das Konzept und dass man sich daran dann auch hält. Und dann funktioniert das auch. Gut. Nächste Frage. Noch eine? Ja. Komm, wir schaffen noch eine. Also. Ihr habt mal erzählt, ihr schaut euch nach Release gerne Let's Plays und Streams zu euren Spielen an. Schaut ihr da nur die deutschen und englischen oder auch andere Nationalitäten, um zu sehen, wie es dort ankommt? Und schaut ihr nur direkt nach Release oder auch noch Wochen oder Monate später? Ja und ja. Und wir gucken uns auch anderssprachige an, weil es sehr spannend ist, aber wir verstehen halt sehr wenig. Da bleibt man wenig dran hängen, sage ich jetzt mal. Ne? Vor allem, weil Streamer ja auch sehr viel mit dem Publikum machen, ne? Und sehr viel mit denen reden. Da versteht man nur die Hälfte und dann denkt man sich, okay, dann mach doch mal, spiel doch mal. Ja, und in unseren Spielen kann man häufig auch an einigen Stellen verweilen und wird nicht ständig gehetzt, ne, durch das Spiel, weil es ständig Action ist oder so. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Spieler stehen bleibt und dann nur irgendwelche Sachen erzählt oder sowas, ne? Und dann wird es schon schwierig mit einer fremden Sprache, die man nicht versteht, sagen wir es mal so. Aber angucken tun wir sie uns auf jeden Fall. Weil es ist schon spannend zu sehen, auch wenn eine völlig fremdartige Sprache da dann auch im Spiel stattfindet für Charaktere, die wir geschrieben haben, so, ne, wie die Stimme dann klingt und so weiter. Das ist manchmal schon sehr, sehr interessant. Ja. Aber die wichtigste Frage, die am häufigsten gestellt wird, ja, wann kommt ihr denn mal raus mit eurem Zeug da und so, ne? Das ist ja die meistgestellte Frage. Und wir planen im nächsten Jahr ein Announcement zu machen und hoffentlich klappt das auch. Also in diesem Jahr jetzt. Mittlerweile sind wir ja in 2021. Wir sind in 2021. Also wir planen im Jahr 2021. Du hast recht, ja. Ein Announcement zu machen. Weil wir sind jetzt noch im Jahr 2020, was jetzt zu Ende geht. Und ja, richtig, genau. Gut, hoffentlich beantwortet das die ganzen Fragen, die wir hier haben. Wir haben ja noch mehr, aber die verteilen wir dann noch auf andere, weil die Zeit wird langsam ein bisschen, ne? Und ja, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Bytes TV. Bis dann. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Jetzt habe ich aber Löcher im Bauch. Ja. Ja. Und wir haben noch Fragen übrig. Ja. Und ist ja auch nicht so, als wenn wir uns nicht freuen, wenn noch ein paar dazukommen. Ja. Also schreibt mal ordentlich unten rein.